Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen beim IASS. Wir befinden uns hier in Potsdam, der Berliner Vorstadt. Wir haben hinter uns die Kleist-Villa. Das Gebäude wurde 1824 erbaut für einen Oberst des Garde-Husarenregiments. Auf der anderen Straßenseite waren die Kasernengebäude und Pferdeställe untergebracht. 1910 bis 1924 lebte hier Baron von Kleist. Er kam aus Österreich, war Kammerherr des Kaisers oder des Königs damals und baute hier erheblich um, sodass wir das Gebäude in der heutigen Struktur ihm zu verdanken haben. Er hat so eine Art Schlossstil entwickelt, was wir, wenn wir jetzt mit dem Rundgang beginnen, auch im Haus sehen. Ich selber bin der technische Leiter des Institutes seit 10 Jahren hier tätig und hatte das Glück und die Ehre, auch viel am Aufbau und Umbau für unsere Zwecke teilzunehmen. Wir befinden uns hier im Foyer der Kleist-Villa. 1945 übernahm die Gemeinschaftsbank in der damals besetzten sowjetischen Besatzungszone die Funktion. Später wurde daraus die Staatsbank der DDR. Im Erdgeschoss dieses Hauses war der Kassenbetrieb und im Obergeschoss wurden Büros und andere Räumlichkeiten genutzt. Mit der Wende übernahm die Bundesbank der Bundesrepublik dieses Objekt und führte dann im ca. 1996, 97, bis der Neubau in der Helmholtzstraße fertig war, hier die Geschäfte. Wir befinden uns hier im Ballsaal, unser Hauptveranstaltungsraum. Wir haben gerade eine große Tischvariante hier stehen. Leider haben wir natürlich mal Großveranstaltungen, mal kleinere. Das bedeutet also regelmäßig Umbauten. Wir haben diesen Raum, als wir ihn übernommen haben, auch saniert, haben ihn mit Technik ausgestattet. Unter anderem haben wir eine ausfahrbare Leinwand, wir haben Bodentanks gesetzt, Lautsprecheranlagen angebracht, um hier eine Qualität wenigstens zu erzeugen, die nicht so schallend ist. Bei den Umbauten haben wir auch das Parkett saniert. Wir haben dabei auf der Unterseite einen Lieferschein gefunden, Deutsche Reichsbahn 1908. Damit sind wir auch sicher, dass das Originalparkett vom Baron von Kleist seine Zeit ist. Wir befinden uns hier im Salon Süd, auch einer unserer Veranstaltungsräume. Wir haben aber hier noch ein anderes, ich nenne es mal Highlight. Die Bilder an der Wand sind entstanden auf Initiative unseres Hauses und der eigenen Mitarbeiter, wo jeder, der besondere Bilder hatte, ob nachhaltig oder einfach nur auf Menschen bezogen, die Vorlagen lieferte und wir diese dann anfertigten und im gesamten Haus verteilen. Wir befinden uns hier vor dem Eingang der Büroetage vom 1. OG. Im Hintergrund seht ihr die Esse, die noch aus Bundesbankzeiten besteht, wo eine Ölheizung installiert war. Aus Nachhaltigkeitsgründen haben wir mit viel Aufwand und Bürokratiebewältigung einen Fernwärmeanschluss für unser Haus herstellen lassen können und haben dadurch wieder ein Stück auch für unsere Umwelt getan. Und im Hintergrund die Remise, der sogenannte Pferdestall. Wir haben ein marodes Gebäude übernommen, das zu DDR-Zeiten als Lehrlingswohnheim diente. Außen der Putz verfallen, Dach undicht und. In Zusammenarbeit mit der Denkmalspflege haben wir angefangen, dieses zu sanieren und schrittweise so, was wir entdeckt haben, hat die Denkmalspflege festgelegt, machen wir so weiter.
Im Innenbereich haben wir noch die alten Pferdesäulen, wir haben noch die Originaltreppe von 1800 und drin und es ist, wie gesagt, ein sehr schöner Büroraum geworden. So, wir befinden uns jetzt hier bei der Haupteingang der ehemaligen Bundesbank. Wir haben hier hinter mir direkt das erste Tor. Ein Stück weiter seht ihr, wo die abgeschnittene Mauer ist, auch ein Tor. Bundesbankfahrzeuge fuhren in die sogenannte Eingeldhalle. Die liegt am Ende des Gebäudes. Die fuhren also in die Schleuse rein, Tor zu, andere Tor auf, fuhren geradeaus weiter. Fremdkunden, das waren also Fahrzeuge von Sicherheitsdiensten, von anderen Banken, die wurden in die Großkundenhalle geschickt. Das war ein Tor, was an der Stelle, wo die Fassade sich befindet, die Glasfassade, rein. Also ein hoher Sicherheitsaufwand, dass keiner mit dem anderen in Berührung kommt. Immer Tor auf, reinfahren, Tor zu, andere Tor auf, weiterfahren. Wir befinden uns im Atrium oder Eingangshalle, wie man hier auch teilweise sagt. Diese diente zu Bankzeiten eigentlich nur als Verkehrsknoten. Wir haben hier 2 Aufzüge gehabt. Einer von einer anderen Stelle begehbar, war nur für die Fremdbanken, die hier Geld lieferten oder holten. Hinter mir der blaue, wir nennen ihn auch der blaue Aufzug, diente wirklich für Publikumsverkehr und für Personal. Eine Nutzung des Atriums ist sehr schwer. Wir nehmen sie in erster Linie als Ausstellungs- und auch mal Zusammenkunftsraum. Hinter den jeweiligen Aufzügen befinden sich auch kleine Sitzecken, wo man eine interne Besprechung durchführen kann oder mal einen Besucher empfangen kann. Aber aufgrund der Höhe ist es natürlich auch ein Schallproblem hier, sodass man sicherlich eine optimale Nutzung nicht finden kann. Ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter hoch ins erste OG, wo früher die Geldetage war und wo wir heute alles Büros eingerichtet haben. Hier, wo ich ungefähr stehe, war der Eingang zum Sicherheitsbereich. Die Etage war hermetisch abgeschlossen, alle Fenster verriegelt, nicht öffnbar. Zur Überwachung, ich sage jetzt mal scherzhaft, der eigenen Mitarbeiter, gab es hier ca. 50 Kameras, die von der Decke herabhingen. Es gab mehrere gesicherte Durchgänge, wo man nur von einem Bereich in den anderen kam, nach Anmeldung und zentraler Öffnung. Für unsere Zwecke mussten wir die komplette Etage entkernen. Wir haben auf der Etage einen Tresor und in den beiden unterliegenden Geschossen nochmal jeweils einen. Die Tresore sind aufgebaut mit ca. 50 cm Wand. Dann kommt ein sogenannter Wärtergang. Dann kommt eine 1,50 Meter dicke Wand und dann ist man im Tresor. Der Tresor gesichert ist mit dieser sehr stabilen Tür und der Wärtergang wird nochmal zusätzlich durch eine Schiebetür, was dort in der Wand verschwindet, gesichert. Hinter euch befinden sich 2 Aufzüge, die die 3 Tresore miteinander verbinden und alles ist hier gabelstaplerfähig. Das heißt also, die Tresore können mit Gabelstapler befahren werden. Wir haben eine Gewichtsbelastung von ca. 4 Tonnen pro Quadratmeter möglich. Im Untergeschoss, also sprich Keller, können sogar 6 Tonnen gelagert werden. Da waren dann der Münzbetrieb, die bekanntlich, jeder weiß es aus der Hosentasche, ein bisschen schwerer sind. In diesem Rollregal haben wir unsere eigenen Unterlagen, Bücher aus der Bibliothek. Wir haben auch eine große Bibliothek übernommen von Professor Töpfer. Und selbstverständlich haben wir hier unser Lager für Publikationen, Bücher, kleines Equipment für Veranstaltungen. Wir sind jetzt im 2. OG. Diese Etage war schon zu Bankzeiten eine Büroetage. Ich stehe hier an dem Ort, wo die Kunden, normal Privatkunden, sich auch befunden haben. Zu erwähnen wäre noch, dass die Bundesbank ja immer noch im Internet, wenn man googelt, erscheint als Helmholtzstraße 5, also unser Standort.
Und wir erleben eben in unterschiedlichen Abständen, dass eben mal ein junges Pärchen mit einer Magnumflasche voll Kleingeld für die Brautschuhe hier erscheint und die eintauschen will. Wir erleben, dass Erben hier ankommen und das Sparbuch aus D-Mark-Zeiten noch, was sie bei der Verstorbenen gefunden haben, dass eben eine ältere Dame vielleicht noch ihren Sparstrumpf getröpft hat und festgestellt hat, da sind noch D-Mark drin und man kann ja nur noch bei der Bundesbank. Die sind immer ganz traurig, wenn wir ihnen sagen, sie müssten nach Berlin fahren, weil da die nächste Filiale dieses Hauses ist. Wir haben hier nochmal einen Blick auf unsere herrliche Parkanlage. Wir sehen da gelb unsere Kleistvilla. Wenn wir jetzt weiter rumgehen, sehen wir einen Blick über Potsdam, die Kirche am Bassenplatz. Wir haben hier in diesem Wohngebiet natürlich auch herrliche Villen, wenn man runter guckt. Viel Grün sieht man natürlich auch in Potsdam, das ist natürlich auch schön. Wir haben nicht nur die großen Parks, wir haben auch innerstädtisch viele kleine Grünanlagen. Der Weg, den wir hier haben, geht einmal komplett rum. Überall ist grün. Wir haben Unterstützung von DAK Behindertenwerkstätten, die hier einmal im Monat ganz fleißig und toll uns diese Anlage pflegen, weil wir als Technik keinen grünen Daumen haben und das natürlich auch gar nicht schaffen. Hier hinter, wie gesagt, befindet sich der Küchentrakt. Auf dem Dach oben haben wir noch Klimasplitgeräte für unsere Serverräume, weil die auf Größenordnung natürlich Wärme produzieren und runtergekühlt werden müssen. Denn nichts ist schlimmer, als wenn unsere IT ausfällt. Dann kann niemand logischerweise mehr vernünftig arbeiten. Wir sind jetzt am Ende unseres kleinen Rundganges. Ich danke euch für euer Interesse. Gerne auch noch Fragen, auch später. Ansonsten wünsche ich einen schönen Tag und wünsche euch allen, dass ihr gesund bleibt und uns natürlich auch. Danke.